möchtest Gesangsunterricht, aber dein Lehrer unterrichtet im Augenblick nur online und du weißt nicht genau, wie das funktioniert. Oder du bist ein Gesangslehrer und du möchtest gerne online unterrichten und weißt nicht, was du dafür brauchst. Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Timothy Sharp und wir reden heute über Gesangsunterricht, über Skype, FaceTime, Zoom und Co. Am Ende dieses Videos weißt du, welche Ausrüstung man als Lehrer oder Schüler benötigt, wie man sich am besten aufstellt und wie man seinen Unterricht noch effektiver gestalten kann. Ich bin seit 25 Jahren als professioneller Opernsänger tätig und unterrichte auch schon seit 15 Jahren an deutschen Musikhochschulen Gesang. Während des Lockdowns habe ich mich intensiv mit den technischen Möglichkeiten von Online-Gesangsunterricht beschäftigt und während dieser 8-wöchigen Testphase viele wichtige Informationen sammeln können. Auch heute noch bin ich in meiner Arbeit an der Musikhochschule Mannheim gezwungen, hier und da auf Online-Unterricht auszuweichen. Wenn ich dir mit diesem Video weiterhelfen kann, freue ich mich über einen Like und ein paar aufmunternde Worte im Kommentar. Online-Unterricht kann selbstverständlich nur ein temporärer Ersatz für normalen Unterricht sein. Das Hauptproblem ist, dass das ganze System ein One-Way-System ist. Das heißt, nur eine Person kann gleichzeitig sprechen oder singen. Der Unterricht ist außerdem stark abhängig von der Bandbreite von beiden Teilnehmern. Selbst wenn jemand einen wunderbaren Kabelanschluss hat und der andere hat nur DSL, wird es vielleicht trotzdem Schwierigkeiten zu Aufhängungen oder zu starken Qualitätsverlusten kommen. Wenn du kein professionelles Mikrofon hast, wird auch der Klang sehr schnell an seine Grenzen kommen. Gerade Opernsänger bringen mit ihren großen Stimmen die Lautsprecher und auch die Mikrofone von Laptops und Handys schnell an ihre Grenzen. Doch nun zur Sache. Erstens, welche Ausrüstung brauchst du? Als Student wie als Schüler natürlich ein Computer mit Webcam, ein Laptop, ein Handy oder ein Tablet gehen auch. Ganz toll wäre es, wenn du als Schüler ein externes Mikrofon hättest und eine externe Soundkarte, weil so ist die Tonqualität noch besser und der Lehrer kann noch besser beurteilen, wie deine Stimme tatsächlich klingt. Als Lehrer brauchst du genau das gleiche Equipment, allerdings würde ich dir raten, einen Kopfhörer zu verwenden und, wenn möglich, noch ein Keyboard anzuschließen. Es gibt die Möglichkeit, mit virtuellen Instrumenten das Keyboard direkt an den Computer anzuschließen und dann das Signal direkt an den Schüler zu senden. Zweitens, wie sollte man sich aufstellen? Als Student würde ich ganz stark empfehlen, dass du mindestens von Kopf bis Hüfte im Bild bist. Achte auf dein Licht. Es ist gut, wenn das Licht nicht von hinten kommt, da das Bild sonst sehr dunkel wird und dein Gesicht sonst nicht zu sehen ist. Sehr günstig ist es auch, einen Spiegel aufzubauen, der direkt neben dem Computer oder der Kamera steht, sodass du dich selbst kontrollieren kannst, während du in die Kamera singst. Die Akustik ist auch nicht ganz unwichtig. Suche dir ein Zimmer aus, was möglichst unhallig ist. Das Schlafzimmer ist sehr geeignet, weil es sehr viel Stoff gibt. Ungeeignet sind Küche und Bad. Und jetzt noch 8 Hacks für einen effektiveren Unterricht. Nummer 1. Macht einen gründlichen Soundcheck in der ersten Stunde. Mit dem Lehrer in der Originalkonferenz, mit der Originalsoftware. Checkt die Pegel, passt sie gegebenenfalls an oder stellt euch weiter weg vom Computer. Zweitens. Baue dein Equipment rechtzeitig vor dem Unterricht auf und checke vor dem Unterricht deine Soundeinstellung noch einmal. Nummer 3. Nicht gleichzeitig sprechen oder singen. Ich habe mir ein Handzeichen angewöhnt und dann ist ganz klar, dass ich etwas sagen möchte. Viertens, der geht an die Studenten. Schickt eurem Lehrer oder eurer Lehrerin vor dem Unterricht die Noten schon einmal per E-Mail oder per Dropbox, die ihr singen möchtet. Oder schreibt eine E-Mail, welche Stücke ihr machen wollt, von denen ihr wisst, dass der Lehrer die Noten hat. Ein besonderes Luxus und ein Schmankerl ist es, wenn man sich ein Playback besorgt. Es gibt zum Beispiel auf YouTube oder auf IMSLP und Spotify und ähnlichen Seiten diverse Anbieter von Playbacks, von bekannten Stücken. Die könnte man sich vorbereiten, herunterladen, bereitlegen und am besten auch in die Noten schon einmal die Timecodes von den bekannten Stellen, bei denen man meistens anfängt, eintragen. So kann man später an den richtigen Stellen einsetzen. Natürlich muss man auch eine Stereoanlage oder ein ähnliches Gerät haben, über das man die Musik mit gehöriger Lautstärke abspielen kann. Die folgenden 3 Hacks gehen an die Lehrer. Erstens, startet euer Equipment auch rechtzeitig. Achtet, dass alles eingeschaltet ist. Sendet den Einladungslink zu eurem Konferenzraum, insofern er nicht bekannt gegeben ist, rechtzeitig ab.
Und startet euren Konferenzraum auch rechtzeitig, ein bisschen vorher, damit die Studenten sich schon einmal einfinden können und bei Verbindungsproblemen sich melden können und Bescheid sagen können. Doch nun zu den einzelnen Programmen. Da hätten wir als erstes Skype. Pro, jeder Windows-User hat es. Es ist kostenlos. Nachteil, die Einstellungen sind schwierig zu finden teilweise und die Bedienung ist etwas umständlich. Als zweites kommen wir zu Teams. Teams ist im Grunde etwas ganz Ähnliches wie Skype. Es ist etwas mehr für größere Gruppen konzipiert ursprünglich und bietet daher auch die Möglichkeit, eigene Dokumente, auch Noten und Audio-Files den Studenten in einer Art Dropbox zur Verfügung zu stellen. Das ist sehr positiv. Die Konferenzsoftware ist ein bisschen professioneller, es handelt sich nicht um Skype Professional in dem Fall. Was gegen Teams spricht, ist, dass einerseits die Einladung in die Teams ein bisschen umständlich ist. Die Einstellungen sind genauso schlecht zu finden wie bei Skype. Und als drittes, es gibt im Augenblick einen riesen fetten Bug, der den Login verhindert. Für mich deswegen ein absolutes No-Go. Kommen wir nun zu Nummer 3, Zoom. Zoom ist ja everybody's darling im Augenblick. Viele Leute kennen es, viele Leute benutzen es. Allerdings die Hochschulen benutzen es nicht. Es gibt da massive Datenschutzprobleme. Aber ich möchte trotzdem davon berichten, weil ich es nämlich im Grunde für ein sehr gutes Programm halte. Und wenn die Leute von Zoom die Datenschutzangelegenheiten in den Griff kriegen, könnte ich mir vorstellen, dass es eigentlich der Winner sein könnte. Einerseits ist es sehr komfortabel zu bedienen. Es ist kostenlos für den Studenten und erfordert noch nicht einmal eine Registrierung. Das heißt, man kann mit einem reinen Link und einem Passwort schon an der Konferenz teilnehmen. Außerdem gibt es eine Warteraumfunktion, was auch sehr praktisch ist, dass keine Leute den Raum raiden, was teilweise schon vorgekommen ist. Außerdem bietet Zoom umfangreiche Soundeinstellungen und Anpassungen, die wirklich sehr gut sind. Ein Nachteil ist selbstverständlich, dass es nicht kostenlos ist, aber wenn man Unterricht mit Zoom anbietet, finde ich, kann man durchaus auch etwas Geld bezahlen für seine Software. Der größte Nachteil in der kostenlosen Fassung ist natürlich dann, dass die Stunden nur 40 Minuten gehen können. Nach 40 Minuten schaltet das Programm sich aus und man muss sich neu verbinden. Der größte Nachteil sind sicherlich die Datenschutzangelegenheiten. Aber ich habe gehört, dass Zoom an den Lösungen arbeitet und vielleicht sieht es bald schon wieder anders aus. Dann gibt es das Programm DoZoo. Ist wirklich ein tolles Programm, aber ich würde sagen, für den klassischen Gesangsunterricht, um den es ja in meinem Fall geht, ist es nicht so geeignet. Es gibt zwar umfangreiche Funktionen wie Playbacks abspielen, Latenzverzögerungen, es gibt eine Stimmfunktion, Pipapo. Ich habe mal die Funktion hier eingeblendet in dem Bild, dass ihr euch das anschauen könnt. Es ist wirklich ziemlich umfangreich. Für klassischen Gesang halte ich es ein bisschen für Overkill. Leider ist die Testversion nur 10 Minuten, aber so kann man einen kleinen Eindruck gewinnen, wie das Programm funktioniert. Vom Sound her fand ich das Programm aber kein Deut besser als alle anderen Versionen. Und das hängt natürlich wie letztendlich immer von der Bandbreite ab. Wir persönlich an der Hochschule benutzen ein Programm namens PECSIP. Das ist ein Open-Source-Programm, das ist natürlich schon mal sehr gut. Es bietet eine ganz anständige Bildqualität und Klangqualität, ist auch nicht besser als bei allen anderen. Nachteil ist allerdings, dass es keine Möglichkeiten gibt, das Mikrofon zu pegeln und überhaupt die Soundanstellung in irgendeiner Form zu bearbeiten. Auf dem Computer habe ich noch ein Programm, das ist auch von der Hochschule. Es nennt sich Big Blue Button, ist auch Open Source, ist ein hervorragendes Programm für Online-Unterricht, für Vorlesungen und ähnliches, Gruppenunterricht, Meetings, wirklich sehr schön. Leider bietet Big Blue Button keinerlei Soundeinstellung und auch die Qualität hat mich im Unterricht nicht besonders überzeugt. Zu guter Letzt haben wir noch die beiden mobilen Lösungen, WhatsApp Video Call. Der Vorteil davon ist, dass viele Leute WhatsApp auf ihrem Telefon haben und es also insofern leicht ist, eine Verbindung zu machen. Die Audioqualität ist auch ganz in Ordnung. Allerdings muss ich sagen, sobald die Bandbreite runterregelt, und das ist das große Problem bei WhatsApp, weil es sehr viele Leute nutzen, wird die Qualität sehr schlecht, sowohl was Video als auch Audio angeht. Und zu guter Letzt gibt es meiner Meinung nach den Test-Winner, nämlich FaceTime. Das bietet für mich die beste Video- und die beste Audioqualität, weil wahrscheinlich die Geräte, die iPhones und die iPads, die besten Mikrofone verbaut haben. Und außerdem ist es kostenlos für alle Apple-Besitzer. Der Nachteil ist allerdings, dass es nur für Apple-Besitzer ist und nicht jeder hat ein iPhone oder ein iPad. Jetzt würde mich interessieren,
Hast du schon mal Online-Unterricht gemacht? Hast du Erfahrung mit verschiedenen Programmen? Schreib doch mal in die Kommentare, welches Programm dir am besten gefällt und welche Erfahrung du damit gesammelt hast. Ja, und nun habe ich ja versprochen, dass ich euch mein Setup zeige, was ich in der Hochschule im Augenblick und auch zu Hause in meinem Studio benutze. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Scheu vor dem Thema Online-Gesangsunterricht nehmen. Und wenn das Video dir gefallen hat, dann lass doch ein Like da. Und wenn du mehr Videos über das Thema Gesang, Mindset, Gesangstechnik und Ähnliches sehen möchtest, dann abonniere doch den Kanal und vielleicht drückst du auch gleich auf die Glocke, denn dann kriegst du eine Notification, wenn das nächste Video erscheint. Und wenn du möchtest, folge mir auf den sozialen Netzwerken, dann kannst du auch erfahren, wann das nächste Video erscheint. Bis dahin, bleib bei Stimme und bis bald.